Willkommen zurück. Heute wollen wir, dass unser Bot mit Reactions umgehen lernt. Und dazu wollen wir uns natürlich auch wieder angucken, was er denn bisher eigentlich so getan hat. Aktuell pinnt er die Nachricht, wartet 5 Sekunden und dann unpinnt er eben die Nachricht. Und das zählt übrigens auch als Veränderung der Nachricht. Das heißt, wir changen das auch. Sprich, dieses On-Message-Edit wird auch ausgelöst, wenn wir eine Nachricht pinnen bzw. nicht mehr pinnen. Das ist aber nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen heute Reactions angehen. Und Reactions sehen folgendermaßen aus. Ich kann auf eine Nachricht, egal wessen Nachricht übrigens, kann ich reagieren mit Emojis, was auch immer ich möchte. Das heißt, wir sehen hier, es gibt sehr, sehr viele Emojis. Manche sind serverspezifisch, die sind bei uns auf dem Server drauf. Zum Beispiel, das sind Emojis, die halt wirklich nur auf diesem Server dann funktionieren. Die sind nicht hier drauf. Warum haben wir ein Cannabisblatt bei uns auf dem Server? Okay. Tux macht definitiv Sinn. Wegen dem Cannabisblatt müssen wir, glaube ich, nochmal reden. Aber ja, okay, aber wir können natürlich auch mit ganz normalen Emojis, wie zum Beispiel dem Kackhaufen-Emoji, einfach so reagieren. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Man reagiert hier mit dem Emoji und das kommt dann da unten hin. Wenn 2 Leute mit einem Emoji reagieren, dann geht hier einfach der Counter nach oben, ja. Da kann man ganz lustige Sachen mitmachen. Und ja, da lasse ich euch natürlich die volle freie Wahl. Wer schon ein bisschen Discord benutzt hat, der weiß, dass das teilweise wirklich sehr inflationär verwendet wird. Und wir wollen selbstverständlich auch, dass unser Bot das kann. Okay, jetzt, wie machen wir das? Nun, wir wollen auf die neue Nachricht einfach irgendwie reagieren. Das heißt, wir sagen hier, hey, die Nachricht, da reagierst du mal drauf. Das könnt ihr machen, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ein bestimmter String drin vorkommt oder wenn der Bot erwähnt wird oder, ja. Ihr könnt auch Reactions später auslesen und anhand von den Reactions könnt ihr Dinge tun, ja. Das machen wir dann später. Also zum Beispiel Rollen zuweisen oder sowas. Das ist super spannend und da werden wir auch wieder ein Praxisbeispiel haben, aber ich versuche euch langsam hinzutasten, okay? So. Also wir fangen an und haben eine Reaction und das machen wir wieder mal auf der Message. Natürlich müssen wir wieder await verwenden. Das heißt message.add_reaction. So, und jetzt hat man hier die Möglichkeit, ein Emoji reinzutun. Ein Emoji ist nicht unbedingt ein Emoji. Zumindest nicht, wenn man in Programmiersprachen mal so nachguckt, ja. Das Problem ist, dass man hier eben sehr viele Dinge auf einmal machen muss. Und zwar, es gibt Unicode-Emojis. Es gibt aber auch Emojis, die serverspezifisch sind. Das habe ich euch gerade gezeigt. Wir gehen nochmal ganz kurz hier rüber und finden es mal wieder sehr, sehr faszinierend, dass bei mir auf dem Server ein Weedblatt rumfährt. Und ja, man kann mit diesem Ding hier reagieren. Es gibt aber oder mit dem GitHub, mit der GitHub-Katze oder mit dem Linux-Pinguin, ja, also mit Tux, kann man reagieren. Sogar mit meinem Logo kann man reagieren. Mein Logo ist aber auf jeden Fall nicht irgendwie verfügbar unter den Unicode-Emojis. Das ist normalerweise kein richtiges Unicode-Emoji, okay? Sprich, man kann mit Dingen reagieren, die kein Unicode sind. Deswegen gibt es dafür eigene Klassen. Das machen wir heute nicht. Heute reagieren wir nur mit Unicode-Emojis und das ist eigentlich relativ einfach, indem man hier einfach einen String angibt und sich dann das gesuchte Emoji aus einer Liste raussucht, wie zum Beispiel dieser Full Emoji List Version 12. Ja? Das ist unter unicode.org, das spricht der offizielle Standard. Findet ihr die Full Emoji Liste, vielleicht sind wir schon bei Version 13, je nachdem wann ihr das guckt. Und dann seht ihr hier, wie der Browser sowas darstellt, wie Apple so ein Ding darstellt. Das sind Bilder, ja. Das ist nicht das, was wir hier suchen. Was wir hier suchen, ist dieses U plus irgendwas. Ja? Ich gehe mal hier runter zu dem Kackhaufen. Irgendwo war doch hier der Kackhaufen. Ich habe vorhin gesucht. Genau, hier ist der Kackhaufen. Der ist tatsächlich im offiziellen Standard drin. Ihr müsst euch das mal so vorstellen, ja. Wir haben einen Standard, da ist ein Emoji drin, das einfach ein Kackhaufen mit Augen ist. So sind wir mittlerweile in der Gesellschaft, okay? Also wir haben einen Standard mit einem Kackhaufen. Das ist wirklich beeindruckend. Und dann kopiert ihr hier dieses U plus bla bla bla, beziehungsweise was noch viel einfacher ist, ihr kopiert die Variante vom Browser. Das hier, wie gesagt, sind Bilder. Das vom Browser, das ist tatsächlich wirklich der Unicode-Emoji, okay? Das heißt, den könnt ihr kopieren und den könnt ihr in euren Python-Code einfach so einfügen und das kann der Editor auch. Also der verspachtelt das. So, wie das funktioniert. Okay, und jetzt starten wir das wieder. Und wenn wir uns eingeloggt haben, dann können wir hier irgendwas machen. React to me, ja? Und dann sehen wir hier, es wird angepinnt. Okay, wir müssen 5 Sekunden warten, dann wird es wieder abgepinnt.
So, und dann reagiert unser Bot mit einem Kackhaufen-Smiley. Und ihr seht, wenn ich jetzt nochmal draufklicke, dann haben wir hier eben 2 Kackhaufen. Wunderbar. Und ja, so funktionieren im Endeffekt die Basics von Emojis. Wie gesagt, oder von Reactions. Ihr könnt natürlich auch so ein Emoji ganz normal in den Text reinschicken, aber das kennt ihr ja eh schon. Und wie gesagt, wir können da noch sehr, sehr viel mehr mitmachen. Das werden wir uns dann die nächsten paar Male angucken. Gut, das war's von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.